Schwede. Was für ein verrückter Spot ist das hier eigentlich? Sieht so abgefahren aus. Oh mein Gott! Oh Gott! Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Hier in Lima ist ein richtig, richtig schöner Morgen. Die Sonne scheint und wir haben uns jetzt gerade einen Chai gemacht und genießen noch die Ruhe, bevor wir uns dann mit dem Van in den Stadttrubel begeben und dann aus der Stadt auch rausfahren, weil wir haben ganz schön viele Kilometer vor uns. Aber irgendwie freuen wir uns auch ein bisschen auf den Roadtrip. Wir fahren auf den Verkehr. So. So schön hier heute Morgen. Es ist richtig ruhig. Man hört ein paar kleine Boote in der Ferne, aber sonst eigentlich nur die Vögel hier. Es ist richtig, richtig schön. Hier sind direkt Flamingos, die sich so langsam anschleichen. Pelikane und 1000 andere Vogelarten. Die Lagune scheint hier ein richtiges Paradies für die zu sein. Für Peppi auch. Langsam. Wir haben zusammengepackt. Basti packt noch den Starlink hinten rein und dann verlassen wir unser kleines Plätzchen hier in diesem kleinen Küstenort Paracas und fahren weiter. Hier kommt direkt ein Nationalpark. Mal gucken, ob wir da mit Hund durchfahren dürfen. Also aussteigen darf sie auf keinen Fall. Aber vielleicht können wir durchfahren und
einfach die schöne Landschaft genießen. Und wenn nicht, müssen wir einfach außen rumfahren. Scheiße ist erlaubt, ne? Aber Hunde nicht. Das ist nicht Quatsch, ne? Reingeschafft, aber die Straßen hier sind nicht so gut. Wir freuen uns aber gleich mega drauf. Alter Schwede. Oh, arme Peppi. Wir sehen uns da. Was für ein verrückter Spot ist das hier eigentlich. Das sieht so cool aus. Ich glaube, vorhin habe ich es nicht deutlich gesagt, was und wie und wohin wir fahren. Also wir sind jetzt im Paracas Nationalpark. Der ist so 2-3 Stunden südlicher von Lima. Den Tipp haben wir von Jessie und Roberto bekommen, von den GP Travelers. Vielen lieben Dank dafür. Aber mit so einer pinken Lagune haben wir nicht gerechnet. Sieht so abgefahren aus. Eine Lagune weiter sitzen auch die ganzen Flamingos. Auch richtig cool. Und die Wüstenlandschaft ist hier einfach gigantisch. Und das Coolste ist, der Sandboden ist so hart, dass man hier echt über jeden Weg kommt und dass man gar nicht so offroadig unterwegs sein muss. Abgefahrener Spot. Lange können wir hier aber nicht verweilen, weil Hunde sind hier ja nicht erlaubt. Deswegen können wir hier jetzt mit Peppi auch nicht rausgehen. Deswegen gucken wir es uns einfach an. Sieht einfach gigantisch aus, ey. Aber echt abgefahren. Und fahren wieder gemütlich zurück und genießen die sandigen Straßen, weil die sind viel besser als die Hauptstraße.
Das ist nämlich geteertes Wellblech. Ja, Auch, das ist auch eine neue Erfahrung. echt fies. Oh mein Gott! Oh Gott! Eigentlich wollte ich gerade einen Take machen und sagen, das Einzige, was hilft, ist schnell fahren. Ist auch so. Ist auch so. Ah. Guck auf die Straße. Gleich geschafft. Gleich geschafft. Oh mein Gott, Hilfe. Ich will eigentlich ungern nochmal über diese... Nicht über die hier, aber wenn man hier halt länger fährt. So sieht das dann hier aus nach so einer krassen Straße. Also das war quasi Waschbrett, aber mit Stein und Teer. Also abgefahren. Alles auseinandergefallen hier. Guten Morgen. Wir sind gestern noch ein ganz schönes Stück gefahren und haben uns auch noch eine Dusche an der Tankstelle gegönnt, eine kalte. Das ist irgendwie ziemlich praktisch hier in Peru, zumindest hier unten an der Panamericana, der Küste entlang. Da hat gefühlt jede Tankstelle auch eine kalte Dusche und das ist echt richtig praktisch. Wir haben ja in der Nähe von der Straße geschlafen und wir sind jetzt angekommen, wo diese sogenannten Nazca-Linien sichtbar sind. Und wir haben jetzt hier an einem Mirador übernachtet. Und hier musste man nur ein kleines Stückchen hochlaufen und gegenüber kann man schon die ersten Linien sehen.
Wenn wir lange Fahrtage vor uns haben, dann versuche ich immer sicherzustellen, dass wir für die Fahrt ein paar Yiki-Sprachduschen runtergeladen haben. Denn das Schöne an der Yiki-Sprach-App ist, du brauchst keinerlei Unterlagen und kannst einfach zur Vorbereitung oder auch während der Reise eine neue Sprache lernen oder deine Sprachkenntnisse verbessern. Morirse, Sterben. morirse. Antes, Vorher. antes. Und so lernen wir sogar während der Fahrt ganz entspannt und intuitiv unsere Fremdsprache nach Wahl, was bei uns ja Spanisch ist, einfach durch Zuhören, Nachsprechen und Verstehen. Eine solche Sprachdusche dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten und setzt sich aus einem Vokabel- und einem Konversationsteil zusammen. Und neben den Sprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch hast du sogar die Möglichkeit, sowas wie Griechisch oder auch Japanisch zu lernen. Ihr wollt die App jetzt auch einmal ausprobieren. Pro Sprache gibt es 2 Sprachduschen kostenlos zum Testen und mit unserem Code Neuland30 spart ihr 30% auf euer Premium-Abo. Alle weiteren Details gibt es nochmal unten in der Beschreibungsbox. Gerade kurz bevor wir losgefahren sind, kam hier ein riesiges Wohnmobil angefahren. Und da dachten wir so, wir haben ein richtiges Abenteuermobil dagegen. Also wer an unserem Van zweifelt und ob der gemacht ist für die Panamerikaner, die kriegen es auch hin. Klar, jeder kriegt's und kannst mit jedem Mobil hinkriegen. Das Ist so. Die haben wahrscheinlich noch ein zweites Mobil in der Garage. Aber es war so ein richtig altes Teil, was richtig Charme hatte. Also irgendwie auch cool. Ich glaube nicht, dass die da noch so ein Luxusmobil unten drin haben. Aber das Wichtigste bei unserem Auto, Fahrtwind. Wir fahren jetzt nur ein kleines Stückchen weiter, weil da kommt jetzt direkt wieder so ein kleiner Mirador, um sich nochmal weitere Nazca-Linien oder Nazca-Geoglyphen anzugucken, wie wir sie heute Morgen gesehen haben, nur noch viel größer. Sind sehr gespannt. Und weil diese Linien wohl ziemlich groß sind, muss man, um irgendwas davon sehen zu können, erstmal da oben auf den Turm. Unsere Sporteinheit heute. Kleiner kultureller Zwischenstopp, bevor es weiter auf den langen Roadtrip geht. Haben jetzt ganz schön Kilometer vor uns.
how are you? It's not that we try escape from you, right? Came from United States and go Nice. to Argentina. Will you? Argentina too, but we are from Germany. I know. Oh, perfect, yeah. Hat jetzt hier gerade entlang am Meer geführt, durch Dünen, und Peppi liebt es einfach, durch Dünen zu rennen, und dann hat Basti jetzt hier direkt an der Straße angehalten und wir dachten, wir lassen sie einmal kurz rennen. Wir verbringen gerade so viel Zeit im Van und sie liebt es einfach richtig, ist richtig cool hier. Guten Morgen von der Küste von Peru, immer noch. Ist aber tatsächlich unser letzter Morgen hier an der Küste, denn wir packen jetzt gleich zusammen und innerhalb der nächsten Kilometer wird es dann Richtung Landesinnere wieder gehen. Und auch wenn wir schon extrem viele Kilometer abgerissen haben, haben wir noch ganz schön was vor uns, denn das nächste Ziel ist das Kolkatal. Da freue ich mich ganz, ganz besonders drauf. Das seht ihr aber erst nächste Woche in der nächsten Folge. Und vergesst nicht, mit dem Code Neuland30 spart ihr 30% auf das Premium-Abo von Yiki. Also wer vorhat, eine neue Sprache zu lernen oder Sprache zu verbessern, jetzt ist zuschlagen. Die Chance. Genau. Und das Emoji der Woche ist irgendwie diesmal ziemlich schwer. Eine Düne. Keine Ahnung, ob es das gibt. Irgendwas mit Sand und Meer. Genau. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das natürlich. Da freuen wir uns extrem drüber. Diesen Daumen da, Like nicht vergessen. Video liken. Genau. Und wie heißt das nochmal, was wir immer machen? Danke. Das Support-Herz. Achso. Mann, ey. Basti hat schon so lange kein Outro mehr gesprochen. Wieso, du hast es doch vergessen, dass es ein Wort ist. Mann, ey. So, Danke. Ende.